Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Das ist ein besonderes Video heute. Es wurde nicht von uns geschnitten und zwar, wir haben vor einiger Zeit, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, einen Wettbewerb aufgerufen und da haben sich gut ein paar Leute gemeldet und wir sind richtig glücklich. Das war eine spannende Erfahrung. Wir haben echt schon 10 Videos zugeschickt bekommen, die richtig gut zugeschnitten waren. Es war auch sehr schwierig, jetzt eins auszusuchen, beziehungsweise 2, die uns am besten gefallen haben. Und eins davon zeigen wir gleich. Und ja, das nächste werden wir dann Mittwoch zeigen. Genau, also die 2 Guatemala-Videos sind quasi, ja, in keinster Weise von uns geschnitten, sondern ja, von ein paar freundlichen Helfern, mit denen wir in Zukunft dann eigentlich auch ja, ein bisschen mehr zusammenarbeiten wollen. Und da ist uns jetzt halt auch euer Feedback sehr wichtig. Schreibt mal bitte ja, nach dem Video in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir müssen sagen, uns hat es wirklich gut gefallen. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch ein bisschen anders gemacht hätten im Endeffekt. Das wird sich zukünftig, ja, wird es dann halt mehr natürlich Absprache geben zwischen uns und den Leuten, die die Videos schneiden, sodass ja, unsere Essenz, sage ich mal, unsere Message, unser Stil von den Videos halt auch nicht verloren geht. Aber wir finden das auch irgendwie jetzt interessant, einfach so ein bisschen neue Stimmung oder ein bisschen so ein paar neue Details darin zu haben quasi. Es ist schon natürlich anders, wenn jemand anderen das schneidet und das finden wir jetzt auch für euch Zuschauer vielleicht auch als Abwechslung mal, ja, mal was anderes zu sehen quasi. Natürlich, das Videomaterial ist immer noch das gleiche von uns gefilmt, aber genau, jetzt von jemand anderem zusammengeschnitten. Genau, und an dieser Stelle dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer des Videoschnittwettbewerbes. Alle Teilnehmer sind unten im Video, in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal angucken, was die so treiben, was die so machen. Das waren ja ganz unterschiedliche Leute, die sind teilweise auch selber auf Reisen oder machen das als Hobby oder auch professionell. Da haben wir alle Infos quasi ja, zu den einzelnen Teilnehmern nochmal zusammengefasst. Guckt da mal rauf und lasst da auch gerne ein Abonnement oder sowas da, um die Leute auch einfach zu unterstützen. Das ist dann ja unsere kleine Gegenleistung, sage ich mal jetzt hier in diesem Video erstmal für den Anfang, so ein kleines Shoutout. Aber gut, genug drumherum geredet. Jetzt viel Spaß mit dem Video und schreibt bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Viel Spaß! Unsere Tour durch Guatemala fängt in einem Boot an. Wir sind gerade ja, über die Grenze rüber, Mexiko hinter uns, Guatemala vor uns. 200 Pesos hat das gekostet, 10 Euro. Die einzige Möglichkeit hier in Frontera Corozal auf mexikanischer Seite und La Técnica auf guatemalischer Seite, ja, die Grenze zu überqueren. Jetzt legen wir gleich an, holen unsere Sachen raus. Und dann geht's weiter. Und das Guatemala-Abenteuer beginnt. Es fängt sehr steil an. Es fängt gut an. Es ist mega heiß heute.
43 Grad zeigt das Thermometer an. Boah, ist jetzt 14 Uhr. Sind heute Morgen auf mexikanischer Seite losgefahren. Auch schon gut ein paar Kilometer gemacht. Ich guck mal kurz. 42. Also ich glaube, irgendwie so 37 oder sowas, glaube ich, auf mexikanischer Seite. 5 jetzt hier. Müssen noch ein kleines Stückchen weiterfahren, 6-7 Kilometer bis zur Immigration. Wir haben noch gar nicht unseren Stempel von Guatemala. Das ist quasi nicht in dem Dorf, der direkt am Fluss gewesen, sondern ein Dorf weiter. Ganz interessant. Wir sind quasi noch so im Niemandsland. Das da ist. Und danach gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Boah, der Schweiß läuft wie sonst was. So heiß war es lange nicht mehr. Wir haben uns in Mexiko noch echt was ziemlich Krasses gekauft. 2 Liter Horchata. Horchata ist so ein traditionelles mexikanisches Getränk mit Reis und Zucker, so fermentiert. Aber was wir uns hier gekauft haben, ist irgendwie so ein krasses Konzentrat irgendwie, ich weiß nicht. Da sind 57 Portionen drin und pro Portion sind das 112 Kilokalorien. Diese ganze Flasche hat 6000 Kalorien und wir haben gerade schon das mit Wasser halt gemixt und die Hälfte davon echt getrunken. Wir sind total auf Zucker und keine Ahnung, das war ein bisschen zu doll. Das war echt zu viel. Uns gerade 3000 Kalorien so reingezogen. Nicht unbedingt nachmachen. Nee. Nein. Wir sind jetzt an dem Grenzübergang, haben uns gerade den Stempel abgeholt. Und wir wollen weiterfahren und mein Helm ist weg und ich weiß echt nicht, wo ich den gelassen habe. Also geklaut wurde mit der mir hier nicht. Hier hatte ich ihn schon nicht. Der muss irgendwo runtergefallen sein. Das Problem ist, der ist runtergefallen, der ist zu gut sichtbar. Deswegen quasi der ist sofort weg. Deswegen habe ich da die ganzen Leute auch gefragt, die Kids und so, ob sie das gefunden haben und gesehen haben. Jetzt auch die 2 Typen, die haben nochmal im Dorf angerufen und nochmal gefragt, ob sie da irgendwie einen Helm von Touristinnen gefunden haben, gesehen haben. Spannend. Ja, ich habe den echt. Ja, ich habe ihn nicht aufgesetzt, das ist halt der Fehler. Aber und vorne der war hier aufgehängt? Hier war aufgehängt, ja, wie immer. Ah ja, quasi ja, mit wie dem immer, Binden. wenn ich ihn halt so habe. Ah, ja. Ich habe ihn echt, weißt du nicht, vor 500 Metern oder so, hinter dem Dorf, irgendwie ist er mir runtergefallen hier. Aha. Und ja, natürlich, ich habe ihn aufgehoben und ihn wieder festgemacht. Das ist das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Schade, guter Helm. Ja, war ganz gut, der Helm. Nee, vor allem, wie gesagt, das sieht man sofort und dann nimmt man das mit. Deswegen habe ich eher versucht, die Leute zu fragen. Ja, der war so schön grün, ja. Und ja, nee. Tja, na gut. Okay. Oh, mit Verlusten. Mit Verlusten, aber wir sind in Guatemala. Auch gut. Boah, es hat richtig krass angefangen zu regnen gerade. Und kurz vorher haben wir hier, ich weiß nicht, diesen Unterstand gefunden. Perfekt. Ein riesiges Dach. Wir sind kein bisschen nass geworden. Ja, hier werden wir wahrscheinlich zelten, denke ich mal. Sieht echt heftig aus, der Regen. Wow.
Strahlend blauer Himmel. Als wenn nichts gewesen wäre. Gestern Nacht noch einmal, oder gestern Abend noch einmal richtig krass geregnet. Boah, es war so viel Regen. So viel Glück gehabt, dass wir hier dieses überdachte Häuschen gefunden haben. Gestern Abend sind noch diverse Leute vorbeigekommen. Das ganze Dorf wusste, glaube ich, nachher. Das letzte Dorf, keine Ahnung, 1 Kilometer entfernt, dass wir hier sind. Und der Besitzer ist auch noch hergekommen. Der hat auch noch ein bisschen Englisch gesprochen. Und alle mega freundlich. Super cool. Alles, ja, überhaupt kein Problem. Alle total freundlich und hilfsbereit. Jetzt hier sogar noch gezeigt, hier noch Strom gibt, muss man die Sicherung anmachen. Dann haben wir Strom, Wasser gibt's auch. Dürfen wir alles benutzen. Gar kein Problem. Super freundlich. Das war cool. Jetzt Frühstück und dann geht's weiter. Guten Appetit. Sieht sehr gut aus. Chiasamen, Mandeln, Pekannüsse, Rosinen, Leinsamen, Sesamsamen, Sonnenblumenkerne und unten Haferflocken und getoppt noch mit Agavendicksaft. Oh, das kann man nicht Steht mit nicht aufmachen. drauf. Kann man nicht mehr toppen. Gracias. Buenos días. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Dónde? Ah, ¿De dónde es usted? De Francia, ¿no? no, somos de Alemania. De Alemania. Sí. ¿Y hasta dónde van? De Flores. A Flores. ¿Y dónde se quedaron a dormir anoche? Yo los miré en migración ayer. ¿Qué? En migración los miré yo ayer a ustedes. Inmigración, sí, sí. Ahí se quedaron a dormir. Tenemos. ¿Qué? Ahí se quedaron a dormir, en migración. Ah, dormir. Ajá. En una casa. Ah, una casa. Sí. Los vamos a tomar una foto para reportarla que estamos prestando la seguridad a ustedes aquí en el territorio de Guatemala, ¿va? Bien. Ajá. Sí, ¿va? Ya. Trate por aquí. Pero yo quisiera así, de frente. Ya para acá iban a tomar. ¿Ah? Können wir auch ein Foto machen? Ja. Bajar. Ahí. Mira para acá, que te salgas bien. Mira, voy a tomar de que salga la onda. Dale, empezamos. Privat? Weiß ich auch nicht.
¿Puedo hacer una foto también? ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Por qué no? Haz lo que quieras, ¿verdad? Ay, era y anda así. Va. Die Jungs waren auch schon mal ziemlich lässig. Wollten ein paar Bilder mit uns machen. Ja, habe ich auch gefragt, ob wir auch ein Bild mit denen machen dürfen. Dürften wir? Warum nicht, haben sie gesagt. Warum nicht? Ah, ¿por qué no? Ja. Sehr gut. Ziemlich gut. Ja, kurz geschnackt. Alles gut, todo bien. Weiter geht's. Okay, ich habe zugeschlagen. Gestern den Helm verloren, heute die neue Cappy. Perfekto. Die Schotterpisten jetzt erstmal hinter uns gelassen, sind auf der Hauptstraße, bester Asphalt, auf dem Weg in die nächste Großstadt nach Flores. Sind noch ungefähr 40 oder 50 Kilometer, glaube ich. Werden wir heute nicht ganz schaffen, aber morgen kommen wir an. Und dann geht es ein bisschen anders weiter, aber dazu dann mehr, wenn wir angekommen sind. Heute erstmal La Libertad, da werden wir uns auch wieder in einem Hotel einquartieren, weil es heute halt doch ein bisschen geregnet hat, alles ein bisschen feucht ist. Ich glaube, eine warme Dusche uns ganz gut tun wird. Ja, überall sind hier auch Zäune, stimmt. Ist auch schwierig, hier einen Zeltplatz zu finden. Ja, alles eingezäunt. Man muss dann bei Privatpersonen wieder fragen. Man müsste wieder fragen, ja, ja. Also, heute auch wieder Hotel. Etwas neblig heute, aber ja, dafür ist es bei Weitem nicht so heiß wie die letzten Tage. Eigentlich ziemlich angenehm zum Radfahren. Wir sind nach wie vor auf der Hauptstraße. Heute Ankunft in Flores geplant. Ich weiß nicht genau, ich glaube irgendwie 30 Kilometer oder so. Wenn wir gut sind, schaffen wir es zur Mittagspause dort anzukommen. Das wäre super. Ah ja, Santa Elena ist das, ne? Sehr gut. San Francisco liegt auch noch auf dem Weg. Können wir uns auch noch angucken. Flores heißt auch irgendwie Santa Elena, ich weiß nicht. Hat irgendwie 2 Namen, also 53 Kilometer. Ab nach San Francisco! Wir sind
Francisco-Musik. Nee, es gibt so eine Kalifornien-Musik. California. Oder so gibt es irgendwie so eine Ja. Serie, oder nicht? Ja, es gibt von Red Hot Chili Peppers das Lied. Nee, das meine ich nicht. Warte mal. Ah, Californication, das meine ich. Nee, das ist, ja, das ist noch was anderes. Gibt's denn irgendwie so eine Serie? California. Hä, irgendwie, wie geht denn dieses Lied? Wie geht diese Serie? Ah. Kein Plan. Wenn wir es finden, blenden wir es ein. Wer unsere Videos regelmäßig guckt und uns auch auf Facebook und Instagram verfolgt und dort hin und wieder mal ein Bild sieht, der weiß bereits, wir lieben Abkürzungen. Problem bei den Abkürzungen ist meistens, dass sie vielleicht von den Kilometern her etwas kürzer sind, aber dass es zeitlich in Summe meistens wahrscheinlich doppelt so lange dauert, diese Abkürzung zu nehmen, als wenn man auf der normalen Straße fahren würde. Und hier haben wir jetzt wieder so eine Abkürzung. Bis nach Flores sind es von hier 24 Kilometer oder auf der Hauptstraße 32 Kilometer. Und wir haben gehofft, dass hier diese Straße auch geteert ist, aber ihr seht, hier hört der Asphalt auf. Und heute machen wir eine Ausnahme. Wir nehmen diese Abkürzung nicht. Ich fahre zurück zur Hauptstraße, da vorne 300 Meter. Da wartet Olga auf mich. Ich habe hier kurz geguckt. Heute sind wir schlau, heute sind wir smart. Heute nehmen wir keine Abkürzung. Wir bekommen von euch oft die Frage gestellt, wie wir die ganze Reise und unseren ganzen YouTube-Channel, wie wir das zeitlich alles hinbekommen. Und die Sache ist die, wir brauchen schon verdammt viel Zeit, um diese ganzen Videos auf YouTube zu bearbeiten und hochzuladen. Aber es ist nur ein Teil der Zeit, den wir für die, ja, insbesondere für die Planung und Vorbereitung unserer Reise so jeden Tag brauchen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, nach Flores und wir haben echt eine Menge auf unserer Liste, auf unserer To-Do-Liste. Dinge, die wir machen müssen, alles Mögliche. Wir müssen zum Beispiel gucken, dass wir eine Bescheinigung von unserer Auslandskrankenversicherung bekommen für unsere Reise nach Kuba. Wir müssen gucken, wo wir eine Touristenkarte für Kuba bekommen. Das ist irgendwie noch so ein Zusatz zu dem Visum, das braucht man irgendwie. Müssen wir auch noch mal genau recherchieren, was wir da genau brauchen. Dann müssen wir gucken, wie wir es zeitlich schaffen, nach Cancun, nach Mexiko zu kommen, weil am 10. März unser Flieger nach Kuba geht von dort. Dann haben wir weiterhin zu gucken, wie wir in Belize fahren. Es gibt irgendwie von Belize City noch irgendwelche Fähren oder Boote, die noch auf irgendwelche Inseln fahren. Da müssen wir noch mal genau recherchieren, wann und wo die fahren, ob wir die Fahrräder mitnehmen können und wie es dann da weitergeht, ob die Fähren da irgendwie dann zurückfahren oder wo sie hinfahren, wo sie nicht hinfahren. Dann haben wir laufend diverse E-Mails zu beantworten. Also größtenteils Fragen von euch, was wir halt auch sehr gerne machen. Also wenn ihr Fragen habt, ja, am besten einfach immer in die Kommentare, da sehen wir es am schnellsten. Das ist einfacher, als immer eine E-Mail zu schreiben. Aber das machen wir gerne. Aber größtenteils oder zum anderen Teil dann auch Anfragen von
verschiedenen Firmen, die wir zum Teil selber stellen, weil wir irgendwie ein paar Produkte oder sowas testen wollen, aber auch Firmen, die uns anschreiben, dass sie irgendwelche Bilder benutzen wollen, welche Videos von uns machen wollen, uns irgendwelche Produkte anbieten, die wir austesten sollen. Jetzt mit unserem Iran-Buch haben wir schon von 3 Verlegen Anfragen bekommen, ob wir nicht irgendwie das Buch bei denen neu verlegen wollen. Bedeutet, wir müssen auch da recherchieren, was sind die Zahlungsbedingungen, wie sieht so ein normaler Vertrag aus, was ist gut, was ist schlecht, welchen Verlag nehmen wir, machen wir das nicht, welche Vorteile bietet das, welche Nachteile, etc. Dann, was haben wir noch? Jetzt haben wir, genau, so viele Dinge. Jetzt haben wir von einem Freund von mir eine Nachricht bekommen vor kurzem, dass der in Guatemala Urlaub macht. Und das hat mich halt mega gefreut, weil es halt jetzt zu der Zeit ist, wo wir hier halt auch in Guatemala sind. Problem ist allerdings, wir sind im Norden, er ist im Süden, ganz unten an der Küste und in Antigua. Und wir haben kurzerhand beschlossen, dass wir jetzt morgen von Flores mit dem Bus nach Antigua fahren. Das sind, ich weiß nicht, 500 Kilometer oder so mit dem Nachtbus. Da dann irgendwie einen Tag Antigua angucken. Dann das Ganze auch noch kombinieren mit einem Vulkanaufstieg, wofür wir mir dann noch neue Schuhe kaufen müssen und das Ganze auch noch buchen müssen und auch noch recherchieren müssen, was da genau zu tun ist und was das kostet, was gut ist und welche Tour wir da nehmen und welche wir nicht nehmen. Und dann fahre ich halt irgendwie dann noch mit dem Bus ganz an die Küste, an den Pazifischen Ozean. Da treffe ich dann meinen alten Freund aus Studienzeiten. Und ja, das ist halt mega cool alles. Aber das sind dann halt alles noch so spontane Dinge, die dann zu dem Ganzen noch dazukommen. Und ich habe wahrscheinlich noch die Hälfte vergessen. Ah, stimmt, was ich jetzt auch gemacht habe. Meine Eltern besuchen uns in Kuba. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Sachen aus Deutschland zu bekommen. Bedeutet, überlegen, welche Ersatzteile brauchen wir, welches neue Equipment brauchen wir, Sachen bestellen, gucken, dass man nichts vergisst. Man hat einfach ja diese, nicht einmalige Chance, aber nicht so oft vorkommende Chance, dass wir halt Ersatzteile aus Deutschland bekommen können. Da müssen wir dann halt auch immer überlegen. Und ja, alle solche Sachen gibt es irgendwie jeden Tag die ganze Zeit zu bedenken. Problem jetzt und die letzten Tage ist halt zusätzlich noch, dass wir nicht wirklich eine gute Internetverbindung haben. Wir hatten jetzt gestern im Hotel Internet, da konnten wir ein bisschen was machen, aber es sind halt so viele Kleinigkeiten, die man halt auch mit einer kurzen Google-Recherche einfach eben schnell klären könnte in der Mittagspause. Aber jetzt haben wir halt kein Internet, deswegen staut sich das halt alles auch so im Kopf auf. Und ja, manchmal kann das schon irgendwie ein bisschen bedrückend sein, ein bisschen überwältigend sein, weil es einfach so viele Dinge sind, an die man ja nicht denken muss, aber die es halt in Summe doch schon sehr viel einfacher machen auf unserer Reise, wenn man daran denkt. Stimmt, jetzt fällt mir noch was ein. Wie geht's nach Kuba weiter? Wo fliegen wir nach Kuba hin? Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, wahrscheinlich nach Nicaragua. Bedeutet, wie sieht es da aus? Wie sieht es mit der Regenzeit aus? Das wird Anfang April sein. Im Mai, Ende April, Anfang Mai fängt die Regenzeit an. Schaffen wir das? Wie sieht das aus? Werden wir da klitschnass? Kann man irgendwie in die Berge ausweichen? Ist am Atlantik, am Pazifik oder in der Karibik anderes Klima? Kommt es drauf an, wo man lang fährt? etc. etc. Sowas kommt dann auch noch dazu. Und ja, es ist manchmal ganz schön viel. Und ja, in Summe, aber wenn man halt eine gute Vorbereitung leistet, kann man die Reise dann umso mehr genießen, weil man dann halt nicht in solche Schwierigkeiten kommt wie schlechtes Wetter,
fehlende Ersatzteile, finanzielle Notsituation, deswegen halt ja, arbeiten wir natürlich auch so viel an YouTube etc., um halt zu versuchen, finanziell unabhängig zu werden, dass wir halt so, wie wir jetzt reisen, weiterreisen können, ohne in Geldsorgen zu kommen. Und ja, wow, das war eine ganz schöne Menge. Keine Ahnung, das wollte ich mal erzählt haben, weil wir ja immer wieder die Frage oder auch die Anerkennung von euch bekommen, wow, wie schafft ihr das zeitlich alles, wie macht ihr das alles? Und ja, die kurze Antwort ist ein Haufen Arbeit, sind viele Dinge, an die man denken muss, an die man denken kann oder sollte. Ja, das Wort muss ist halt immer eigentlich so, ja, ein bisschen zwiespältig. Man muss das nicht, aber ja, es macht es halt schon einfacher. Glaube ich, weiß ich nicht. Man hat halt den ganzen Tag den Kopf voll so in solchen Situationen wie jetzt, wo halt irgendwie so viele Dinge auf einmal passieren. Natürlich gibt es halt auch Phasen, wo weniger passiert, wo wir im Endeffekt nicht an viele Dinge denken müssen, wo wir uns im Endeffekt vielleicht nur darum kümmern müssen, am Sonntag unser YouTube-Video hochzuladen und in der Woche halt irgendwie 1, 2 Bilder oder sowas zu posten auf Facebook und Instagram. Das ist dann sehr angenehm, aber ja, jetzt haben wir halt so Zeiten, wo der Kopf voll ist, es viel zu erledigen gibt, aber wir kriegen das alles hin und das ist das Coole. Das ist halt auch die Herausforderung dann dabei und der Anreiz halt irgendwie was Großes zu schaffen und was richtig Cooles zu schaffen und ja, die Herausforderung anzunehmen und die Aufgabe halt zu bewältigen, das bringt halt auch super viel Spaß. Diese zusätzliche Herausforderung auf dieser Reise zu haben. Nur Fahrradfahren wäre ja auch langweilig und öde und viel zu einfach. Deswegen bringt es auch Bock, diese zusätzlichen Aufgaben zu haben und das gemeinsam zu meistern. Und jetzt mache ich Schluss, das war's. Weiter geht's. Flores, eine Insel in dem See, Peten-Ica, liegt vor uns. Wir fahren jetzt erstmal zu unserem Hostel, checken ganz gemütlich ein, gucken uns da ein bisschen die Stadt an und morgen geht es mit einem Bus nach Antigua.